Der pazifische Feuerring. Hier pulsiert der Planet, schafft und zerstört. Eine Reise durch Zeit und Tiefe. Staffel 2. Der Atem der Erde. Mai 1960. Die Erde bebt und das Unvorstellbare nimmt seinen Lauf. In einer Welt aus Schlamm und Verzweiflung. Valdivia, Chile, wird vom stärksten jemals gemessenen Erdbeben der Geschichte erschüttert. Ein Beben der Magnitude 9,5. Doch für Zehntausende Menschen in der Region folgt die wahre, tödliche Gefahr erst nach den Erschütterungen. Gewaltige Erdrutsche haben den natürlichen Abfluss des Rinjoelsees in den Bergen blockiert. Der Wasserpegel des Sees steigt unaufhaltsam. Ein gigantischer Staudamm aus Geröll formt sich. Jeder Meter, den das Wasser steigt, bedeutet 20 Millionen Kubikmeter aufgestaute Zerstörungskraft. Wenn dieser instabile Damm bricht, wird eine apokalyptische Flutwelle das gesamte Tal auslöschen. Über 100.000 Menschen in der Stadt Valdivia schweben in akuter Lebensgefahr. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt. Moderne Maschinen sollen die Rettung bringen. Dutzende Bulldozer werden in die Berge geschickt. Doch die Technik versagt kläglich. Die schweren Maschinen versinken hilflos im knietiefen Schlamm. Die Natur zwingt den Menschen auf die Knie. Was bleibt, ist der archaische Kampf mit bloßen Händen. Die chilenische Armee entsendet hastig eine Einheit aus jungen Wehrpflichtigen an die Front. Sie werden als das Eiserne Bataillon in die Geschichte eingehen. Ihr Auftrag? Einen Abflusskanal graben. Bewaffnet sind sie nicht mit Gewehren, sondern lediglich mit einfachen Schaufeln. Die Bedingungen sind unmenschlich. Der Regen prasselt ohne Pause auf die Männer herab. Knietief stehen sie in der braunen, eiskalten Masse, die jeden ihrer Schritte aufsaugt. 2 Monate lang graben sie im Akkord. Es ist ein brutaler, physischer Krieg gegen den Berg. Jede geschaufelte Ladung Schlamm ist ein verzweifelter Akt des Überlebens für das Tal unter ihnen. Die Erschöpfung zeichnet tiefe Furchen in die verdreckten Gesichter der jungen Soldaten. Doch sie geben nicht auf. Zentimeter für Zentimeter fressen sie sich durch das feuchte Erdreich. Der Wasserdruck hinter dem Damm nimmt bedrohlich zu. Ein Wettlauf mit dem Tod. Die Schlammwüste wirkt wie ein klaustrophobisches Gefängnis aus Kälte und Nässe. Unermüdlich treiben die Offiziere ihre Männer an. Ein Versagen würde Zehntausende Leben kosten. Niemand hier vertraut auf Wunder. Sie vertrauen nur auf die Kraft ihrer eigenen Muskeln. Der Riñuazo wird zur Legende, ein episches Zeugnis menschlicher Widerstandskraft. Endlich, am Ende ihrer Kräfte, durchbrechen sie die letzte Barriere. Das aufgestaute Wasser ergießt sich kontrolliert in den Kanal. Die Flutwelle ist abgewendet. Das Eiserne Bataillon hat durch schiere Handarbeit eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes verhindert. Hier in Chile war es der nackte Überlebenswille, der den Sieg über die Natur davontrug. Doch was passiert, wenn wir diesen Respekt vor der Natur verlieren? Wenn wir glauben, dass moderne Technologie uns unverwundbar macht? Wir springen ein halbes Jahrhundert in die Zukunft, an die nordjapanische Küste.
Hier in Japan verlässt man sich längst nicht mehr auf Schaufeln. Man baut Festungen aus Beton. Doch abseits der gigantischen Schutzwälle ruht ein älteres, stilles Warnsystem. Tief in den Wäldern stehen hunderte sogenannter Tsunami-Steintafeln. Manche dieser moosbedeckten Monolithen sind über 600 Jahre alt. Sie sind das steinerne Gedächtnis von Generationen, die den Zorn des Ozeans erlebt haben. Wir reisen in das winzige Dorf Aneyoshi, ein Ort, der aus der Geschichte gelernt hat. Zweimal, 1896 und 1933, wurde das alte Dorf im Tal von Tsunamis restlos ausgelöscht. Nach der letzten Katastrophe mit nur 4 Überlebenden stellten die Bewohner diesen Stein auf. Seine eingemeißelte Inschrift ist keine vage Metapher, sondern ein striktes Gesetz. Hohe Wohnstätten bedeuten Frieden und Harmonie für unsere Nachkommen. Erinnert euch an die Katastrophe der großen Tsunamis. Baut keine Häuser unterhalb dieses Punktes. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, die im Tal neu bauten, gehorchte Aneyoshi. Sie verlegten ihr gesamtes Dorf dauerhaft auf den schützenden Hügel hinter dem Stein. Generationen wuchsen mit dem Wissen auf, dass der Stein die Grenze zwischen Leben und Tod markiert. Am 11. März 2011 wird dieses kollektive Gedächtnis auf die ultimative Probe gestellt. Ein Megabeben erschüttert den Ozean. Die tödlichste Welle der modernen Geschichte rast auf Japan zu. Viele moderne Küstenstädte vertrauen auf ihre gewaltigen, hochmodernen Betonwälle. Doch in Aneyoshi gibt es keine Mauern. Nur das Fliehen auf den Hügel, wie es der Stein befiehlt. Als der Mega-Tsunami in die enge Bucht peitscht, schießt das Wasser beängstigend hoch den Berg hinauf. Doch das Wasser stoppt, exakt 90 Meter unterhalb des alten Warnsteins. Das Dorf und alle seine 11 Haushalte bleiben völlig unversehrt. Die Weisheit der Ahnen, in Granit gemeißelt, war stärker als jede moderne Ingenieurskunst. Ein Triumph der Erinnerungskultur über das Vergessen. Doch nur wenige Kilometer entfernt zeigt sich ein völlig anderes, grausames Bild. Wir blicken auf die Küstenstadt Rikusentakata am selben Nachmittag. Hier stand der berühmte Takata Matsubara, ein 350 Jahre alter Wald, direkt am Strand. Über 70.000 imposante Kiefern sollten die Stadt vor Stürmen und Fluten schützen. Zusammen mit gigantischen Wellenbrechern wähnte man sich in absoluter Sicherheit. Dann trifft der Tsunami auf das Festland. Eine apokalyptische Zerstörung beginnt. Es ist keine klassische Welle mit weißer Gischt, wie man sie vom Surfen kennt. Es ist ein anschwellender, pechschwarzer Fluss, der sich geräuschlos auftürmt. Mühelos schiebt sich die schwarze Masse über die gewaltigen Betonschutzwälle. Das Wasser ist eine dicke Brühe, vollgestopft mit Schlamm, Trümmerteilen und Autos. Der unaufhaltsame Strom trifft auf den jahrhundertealten Kiefernwald. Wie Streichhölzer brechen die majestätischen Bäume unter dem enormen Druck. Die Flut radiert 70.000 Bäume und die gesamte Stadt buchstäblich vom Erdboden. Ein kompletter Verlust der Illusion, dass der Mensch die Natur kontrollieren kann. Die Farbpalette der Welt
wechselt zu einem toten, trüben Grau-Blau. Das Wasser weicht schließlich zurück in den Ozean. Zurück bleibt absolute Stille. Die Szenerie in Riku Sentakata gleicht nun einer apokalyptischen Schlammwüste. Doch inmitten dieser endlosen Trümmerlandschaft geschieht das Unfassbare. Dort, wo zuvor 70.000 Bäume weggespült wurden, steht noch ein einziger. Eine 27,5 Meter hohe und 170 Jahre alte Wunderkiefer. Als einziger Wächter hat sie den brutalen Naturgewalten getrotzt. Für die traumatisierten Überlebenden wird sie über Nacht zum nationalen Symbol der Hoffnung. Sie weigern sich aufzugeben, genau wie dieser verwundete Baum. Doch die Natur ist gnadenlos. Das toxische Salzwasser hat seine tiefen Wurzeln vergiftet. Langsam, über Monate hinweg, stirbt die Wunderkiefer von innen heraus. Im Mai 2012 wird der Baum schließlich offiziell für tot erklärt. Doch die Stadt weigert sich, ihr wichtigstes Symbol der Resilienz zu verlieren. In einem gewaltigen Kraftakt entscheiden sie sich, den Baum künstlich zu konservieren. Die Kiefer wird behutsam in Einzelteile zerlegt und ihr morscher Kern komplett ausgehöhlt. Um ihn für die Ewigkeit zu stabilisieren, fügen Experten ein Hightech-Carbon-Skelett ein. Die abgestorbenen Äste und Nadeln werden durch makellose Kunststoffkopien ersetzt. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst für 2,4 Millionen $. Ein Cyborg-Baum aus Rinde und Harz. Der konservierte Baum wird wieder an seinem exakten Ursprungsort aufgestellt. Er steht nun im Zentrum eines neuen Gedenkparks, ein modernes Denkmal der Trauer, eine Mahnung an künftige Generationen, geformt aus der Tragödie selbst. Doch während dieser künstliche Baum den Verlust betrauert, blicken wir zurück in die Wälder, zu den rauen, moosigen Steinen von Aneyoshi, die das Leben schützten, bevor es zu spät war. Der Mensch hat viele Methoden entwickelt, um die Erinnerung an die Macht der Natur greifbar zu machen. Manche graben im Schlamm, um eine Stadt zu retten. Andere bauen Wälle, die brechen. Letztlich entscheidet nicht die Technologie darüber, ob wir den Zorn der Erde überleben, sondern unsere Fähigkeit, die Warnungen der Vergangenheit nicht in den Wind zu schlagen. Die Steine der Warnung stehen unerschütterlich. Wir müssen nur hinsehen. Das Wasser wird wiederkommen. Das ist die einzige Gewissheit auf dem Feuerring. Die Natur fragt nicht nach unseren Plänen oder Mauern. Sie testet lediglich, ob wir uns erinnern. Ob wir aus dem Schlamm von Valdivia gelernt haben und ob wir die Geduld haben, die Steine von Aneyoshi zu lesen. Das Vermächtnis des Überlebens liegt nicht im Beton, es liegt in der Weitergabe der Geschichten, von Generation zu Generation. Bis die Welle wiederkehrt.